Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir für Bier mit Yannick und Philipp. Heute gucken wir uns mal eine kleine, aber hoffentlich feine Probierbox der Brauerei Lemke aus Berlin an. Was haben wir denn in der Karte Hübsches drin, Yannick? Das Spree Coast IPA. Spree Coast IPA, wir sind gespannt. Da die Frage in den letzten Videos ein paar Mal aufkam, wir kühlen im Übrigen die Kisten, wir trinken hier kein warmes Bier. Als nächstes haben wir dann Immer das ein gefragt hat. Imperial IPA. Hier das Lemke India Pale Ale, also auch wieder IPA. Einmal ausgeschrieben, einmal nicht. Hier haben wir ein Lemke Berlin Weizenbock IPA. das Lemke Berlin Pale Ale. Ja, da fehlt eigentlich nur das Indien. Und zu guter Letzt ein Black IPA. Also sehr viel IPA heute und dann gehen wir doch einfach mal flott ans Probieren. So, wie immer starten wir mit dem niedrigsten Alkoholgehalt. 5% heute. Wird eine lustige Folge, geht hoch bis 10. Und starten werden wir mit dem Lemke Berlin Pale Ale. Bisschen viel Berlin. Finde ich auch. Gucken wir mal, ob es trotzdem schmeckt. Es riecht fruchtig, wie man es von einem IPA erwartet. Ich würde sagen, wir gehen mal ans Probieren. Prost. Sehr kohlensäurehaltig. Sehr fruchtig, wie du schon sagtest. Riecht, wie es schmeckt. Was würdest du dem geben? Ich wäre hier schon bei einer 3,5. Also ich finde, lässt sich trinken. Ist deine Meinung? Ja, ich wäre wegen der herben Note, glaube ich, eher bei einer 3,0. Also ich würde vorschlagen, wir treffen uns bei einer 3,25. Kann man gerne machen. 3,25 passt. So, nach der 3,0 für das Berlin Pale Ale kommen wir dann jetzt zum Lemke Berlin India Pale Ale. Wie viel Prozent Alkohol haben wir da? Wir sind ja bei 5 flott gestartet, 6,5. 6,5, ne? Also wir sind ja schon relativ heavy dabei. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Ploppen tut schon mal gut. Ist schon eine Ecke dunkler. Relativ dunkel, relativ wenig Schaum. Ich so gut eingeschüttet habe. Kennt man so gar nicht von dir. Nee, eben. Ja, aber wirklich mit den Schaum von einem Kölsch. So. Gehen wir mal in die Großprobe. Ja. Das riecht eigentlich Ist original eine- wie das gerade. Ist eine Immer IPA. noch fruchtig herb. Ja, Prösterchen. Stößchen. Es schmeckt auch recht ähnlich. Ich würde sagen, noch eine Ecke herber als das gerade. Aber ansonsten, es heißt nicht nur ähnlich, es schmeckt auch ähnlich. Könnte jetzt auch keinen direkten Also in der Blindverkostung wird es, glaube ich, Ja. hart Ja. zwischen den beiden. Deshalb wäre ich, glaube ich, mit meinem Rating auch sehr nah dran. Auf Gehe ich auch wieder 3,0. gleich mit, deshalb loggen wir das gleiche ein. Ne? Wieder 3,25. Das nächste Bier ist das Spree Coast IPA, West Coast IPA, Lemke Berlin, 6,9. Schon wieder eine Ecke höher. Wir steigern uns. Und es hat kein Ende. Schauen wir mal. Ja, Wir haben ja noch ich bin 3. ich bin gespannt. Es sind ja nur 6 insgesamt. Ungeschnitten. Mal sehen, was das hier kann. Ähnliche Farbe wie gerade. Mal gucken, ob es wieder genauso schmeckt wie das gerade. Ich meine, hätten wir ja schon 3 Biere mit identischer Geschmacksnote. Geben wir Schickes doch mal- Design übrigens von der Flasche. Ja, die Das muss ich Flaschen denen sind geben. alle hübsch. Ja, Also riechen tut es zumindest wie die anderen beiden. aber sicherlich nicht schlecht. Was ist der Kind? Boah. Das ist eine ganze Ecke herbe. Also deutlich bitterer im Geschmack. Oh ja, im Nachgeschmack vor allem, ja. Also gerade wenn man jetzt auch mal für den Sommer ein entspanntes Bier denkt, was man so einen Grillabend durchtrinkt. Das ist ein einzelnes, also das trinkst du als einzelnes Bier, ne? Das Ja. ist jetzt nicht das, was du in der Menge trinkst. Das ist schon extrem bitter im Abgang. Muss man mögen. Ich mag es persönlich nicht so. Ich glaube, ich wäre bei einer 2,0.
Ja, das ist schwierig, sehe ich ein bisschen anders. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, ob wir dann wirklich wieder auf die Mitte gehen. Für mich ist das okay. Auch wieder, ja, jetzt auch nicht schon wieder 3,5 sagen, aber in meinen Augen kann man das sehr gut trinken. Deshalb, ja, man kann ja mal verschiedener Meinung sein. Aber dann lass uns bei 2,5 treffen. Ja, das okay? ich glaube bei 2,5. Nummer 4 von 6 in unserer Lemke-Probierverkostung ist das Weizenbock IPA mit mittlerweile 7,0%. Also wir bewegen uns mittlerweile eigentlich alkoholprozenttechnisch eher im Weinbereich. Mal gucken, ob es trotzdem noch schmeckt. Janik, schütt uns noch mal eine Runde ein. Gerne. Hervorragend, danke Janik fürs Einschütten. Immer gerne. Dann gehen wir doch mal an die Geruchsprobe. Ja, machen wir das doch. Ich finde, hier riecht es jetzt auch noch ein bisschen bitterer als die anderen 3. Ja, ich rieche schon eher nach dem Weizen, wa? Also. Gehen wir doch mal ins Probieren. Es ist ein Bananenweizen und deshalb darfst du jetzt gerne mal eine Bewertung vorlegen. Und dann sag ich, worauf ich die gerne runtergezogen hätte. Es ist definitiv keins von den besseren Weizen. Deshalb würde ich hier auch maximal bei einer 2,75 oder sowas in die Richtung gehen. Du wirst das Ganze jetzt ein bisschen runterziehen von der Bewertung. Deshalb werden wir uns, ohne da jetzt vorwegzugreifen, wahrscheinlich bei einer 2,0 treffen. Ja, das ist schon gut getippt. Ich glaube, ich wäre irgendwo zwischen, also wenn man nicht so Weizenfreund ist, irgendwo zwischen 0,5 und 0,75. Also eine 2,0 ist in Summe, glaube ich, durchaus gerechtfertigt. Wenn man, wie gesagt, kein Weizenfreund ist, eher noch geschmeichelt. Vorletztes Bier ist das Black Way IPA. Also wieder ein IPA, aber diesmal eine Ecke dunkler, befürchte ich. Ja, das ist ein astreines Schwarzbier. Nimm du gerne reichlich. Ich war ja gerade beim Weizenschein kein großer Fan. Dann gehen wir wie gehabt mal an die Geruchsprobe. Ich persönlich finde, es riecht relativ ähnlich zu denen gerade. Es hat halt die Farbe einer Cola. Ja. Und mit der Euphorie ungefähr kann ich jetzt auch ans Probieren gehen. Prost. Freunde, nee. Ach, kocht so ein Schmerztoast, das ist es nicht. Eine Bewertung muss man ja abgeben oder wollen wir das lieber? Also ich war, glaube ich, gerade ja bei einer 0,5. Ja. Ja. Ja, also es ist extrem bitter, es ist extrem stark. Hat einen penetranten Geschmack, es geht überhaupt nicht süffig runter. Ich bin mal ganz hart bei einer 0,25. Oh, 0,25, ja. Ich gehe Richtung einer 1,0. So, und dann können wir uns jetzt irgendwo bei 0,5, 0,75 treffen. Ja, dann sind wir mal gnädig. 0,75. Sehr gnädig. Mit viel Wohlwollen würde ich sagen. Damit zum nächsten Bier. Nach der bitteren Enttäuschung, gerade beim 5. von 6 Bieren, kommen wir jetzt zum Imperial IPA Triple IPA von der Brauerei Lemke. An der Stelle sind wir bei einem Bier mit geschmeidigen 10% Volumenprozent Alkohol. Also wir haben hier durchaus Wumms dahinter. Hoffen wir mal, dass es trotzdem schmeckt. Darf ich dir das einschütten? Sehr gerne, Janik. Hier kann man jetzt wirklich von einem Einschüttkünstler sprechen. Dankeschön. Es riecht trotz 10% Alkohol deutlich leichter als das gerade. Gut, viel bitterer kann es ja auch eigentlich nicht mehr werden. Probieren wir mal, oder? Prösterchen. Also es hat einen sehr, sehr krassen Nachgeschmack. Also wenn man es trinkt, da muss man jetzt ehrlich sein, ist das okay. Ja, und Ja. dann merkt man irgendwann, dass es 10% Alkohol Und dann hat. schmeckt man die 10% raus. Ja. Also, Da muss ich jetzt mal. also wir sind ja geschmacklich hier relativ ähnlich bei allem. Es hat so eine IPA-Note, es ist relativ herb, soweit so gut. Und dann kickt irgendwie doch relativ stark der Alkohol. Also es fällt mir extrem schwer, da eine Sympathie zu entwickeln. Es ist schwierig, das jetzt auch zu bewerten, weil man es, glaube ich, nicht als Bier bewerten kann, was man so hier neben Würstchen und Steak oder sowas beim Grillen trinkt.
Boah, geht schon sehr schwer runter. Mir persönlich fällt jetzt keine Situation ein, in der ich das Bier sage, jo, das ist es jetzt. Ja, ich würde ob dieses schweren Geschmacks, glaube ich, auf eine 1-0 gehen. Ich bin schon eher bei einer 2, 2,5. Also dann gehe ich auf eine 2,0, dann treffen wir uns bei einer 1,5. Zum Fazit unserer Lemke-Verkostung kann man, glaube ich, sagen, dass das alles 5 von 6 zumindest ordentliche IPAs sind. Ein Weizen ist dabei. Wer dauerhaft oder länger an einem Abend mal ein Lemke trinken möchte, sollte vielleicht hier bei niedrigeren Alkoholgehalten, also bei 5% bei Lemke anfangen. Wer zwischendurch mal was probieren möchte, kann hier auch gerne bei 10% ansetzen. Ist dann vielleicht nicht für den ganzen Abend empfehlsam. Insgesamt alles ordentlich zu trinkende Biere, teilweise nach unserem Geschmack zumindest ein bisschen viel Alkohol drin, um das halt einfach mal so durchtrinken zu können. Wie stehst du zu der Kiste? Zum Probieren sicherlich klasse. Zum dauerhaften Trinken würde ich auch 1, 2 Biere empfehlen, ne, wo wir ja am Anfang unterwegs waren. Die restlichen, ja, kann man sicherlich mal trinken, muss man aber nicht. In diesem Sinne, liked und abonniert gerne den Kanal und folgt unseren Socials in der Beschreibung und dann bis zum nächsten Mal bei Bier für Bier.